Keep on gambling, sagt der Diddler. Das ist genau das, was der Diddler sagt, ja. Und ein Upgrade, no. Naja, beim Jewel Craften ist es ein bisschen was anderes. Jewel Craften ist unterm Strich, also das, was Brock macht, lohnt sich auf jeden Fall nicht. Er macht es ja aus anderen Gründen. Also grundsätzlich lohnt sich das nicht, was er macht. Aber grundsätzlich Diamonds aus Waffen extrahieren ist schon etwas, was sich für gewöhnlich lohnt. Und wo man langfristig, wenn man es lange genug macht, auch definitiv kein Geld verliert. Ist ja was anderes als Bloody Craften. Bloody Craften wiederum, da kann man sehr viel Geld verlieren. Aber beim Diamonds herstellen, aus Waffen extrahieren, da verliert man ja grundsätzlich kein Geld. Wenn du halt einmal richtig Pech hast und du bekommst aus einer Lastwagenladung NPC-Waffen, die gefühlt 50 Diamonds geben sollten und kriegst nur 5, ja, kann passieren, aber es kann ja auch passieren, dass du dann 50 bekommst. Und wenn du halt aufhörst, nachdem du 5 bekommst, dann wirst du halt niemals die 50 kriegen. Das meinte ich ja nur. In seinem spezifischen Beispiel. Grundsätzlich Gambling, weil Gambling kommt immer drauf an eigentlich, weil ich meine, alles ist Gambling in Videospielen. Du hast immer eine Prozentchance bei wirklich allem. Und ich meine, es gibt schon Sachen, die sind relativ low risk oder manchmal vielleicht auch einfach Sachen, da muss man das Risiko vielleicht mal eingehen. Aber das, wo ich eigentlich immer sage, dass man nicht gamblen sollte, ist eigentlich immer upgraden. Also generell Gambling, nö. Aber es gibt schon spezielle Fälle, wo man es halt, naja, machen muss, ist vielleicht falsch, weil, also es gibt auch Sachen, wo man es bestimmt machen muss. Aber meistens ist es schon so, dass man die Wahl hat. Aber es gibt halt Low Risk und High Risk und sowas, wie gesagt, wie Waffen extrahieren. Das ist halt ultra Low Risk, weil wenn du es oft genug machst, wirst du unterm Strich auf jeden Fall bei plus minus 0 rauskommen. Eigentlich unmöglich, da Geld zu verlieren. Und dann, keine Ahnung, hat es nicht wirklich gute Beispiele parat. Aber meistens bezieht sich das ja wirklich aufs Upgrading. Ja, oder Low S-Product, das ist ja auch Gambling, das kann auch furchtbar schief gehen, theoretisch. Aber wie man aktuell sieht, ist ja fast jeden Tag Thema, irgendein Low-Level-Equipment, das irgendjemand sucht und er findet es nicht. Naja, was willst du machen? Wenn es halt einfach das nicht gibt, dann bist du ja mehr oder weniger gezwungen, es zu upgraden. Oder es selber zu upgraden, wenn du es selber gedroppt hast zum Beispiel. Die Set-Teile oder die Waffe oder was auch immer. Und ich meine, beim Low-Upgraden kann auch, ich meine, das kann immer, wie gesagt, sobald Gambling involviert ist, und Gambling ist grundsätzlich fast immer involviert bei Videospielen, bei Flav natürlich auch. Auch ein Plus 5 Upgrade kann furchtbar schief gehen und du kannst eine Menge Kohle verlieren. Also im Verhältnis zu der Kohle, die halt ein Anfänger hat, kannst du eine Menge Geld verlieren. Aber wie gesagt, das ist halt dann auch wieder so eine Situation, wo du einfach sagen musst, naja, das musst du halt aber machen. Weil du es gar nicht kaufen kannst, zum Beispiel. Ist so gut wie nie der Fall, ist wirklich so ein Anfängerproblem. Bei richtig teurem, richtig High-Level-Endgame-Equipment, Ultimate-Waffen und lauter so ein Zeug, da hast du das Problem in der Regel nicht, weil es da mehr als genug Equipment auf dem Markt gibt, das du kaufen kannst. Also da musst du wirklich nicht gamblen, also da gibt es mehr als genug zur Auswahl. Wer da gambelt, ist wirklich selber schuld. Und da kann man dann auch sehr viel Geld verlieren, weil also das Geld, was du bei einem Plus 5 Upgrade verlieren kannst, oder beim Extrahieren von Juwelen aus Waffen, aus Diamonds, das Geld, was du da verlieren kannst, ist schon stark begrenzt. Und langfristig wird es immer bei plus minus 0 enden. Na gut, das kann man theoretisch bei allem sagen. Wobei, nee, eigentlich nicht, tatsächlich. Es kommt darauf an, was du machst. Also beim normalen Upgraden wirst du niemals langfristig bei plus minus 0 landen. Beim normalen Upgraden wirst du langfristig immer im Minus landen. Also ja, ich beziehe mich ja immer auf das, oder fast immer auf das Upgraden. Und sowas wie Rerollen, Pet Reroll, Ultimate Reroll und solche Sachen. Wo allein jeder Try dich schon 10 Euro kostet oder hunderte Millionen Penya. Das ist ja was ganz anderes als das, worüber wir jetzt gerade geredet haben. Wie hoch ist möglich mit S-Pro Low auf Bodeng? 7, wenn Event ist. Ohne Event würde ich nur 6 machen. Kommt aber auch immer auf die Met-Preise an. Kannst du dir ausrechnen lassen. flav-calculator.com. Einfach ausrechnen. Da kannst du auch die Met-Preise eingeben. Der rechnet dir alles aus.